Ihr wollt auf langen Radausfahrten nicht verdursten, aber wisst nicht, wo ihr das ganze Wasser hinmachen wollt. Ich zeige euch heute ein paar Möglichkeiten, wo ihr das Wasser am Fahrrad mitnehmen könnt. Auf nahezu allen Fahrrädern könnt ihr nur 1 bis 2 Trinkflaschen am Rahmen direkt unterbringen. Wenn ihr länger als 1 bis 2 Stunden unterwegs seid, ist es natürlich viel zu wenig. Jetzt könnt ihr euch entweder 1000 Trinkflaschen ins Radtrikot stopfen oder ihr baut euch ein Trinksystem. Dafür nehmt ihr einfach eine Rahmentasche und so eine Trinkblase, wie ihr sie wahrscheinlich vom Wandern kennt. Ihr macht die Trinkblase in die Rahmentasche, füllt sie so voll auf, dass sie gerade noch reinpasst und leitet den Schlauch übers Oberrohr zum Lenker. Ich habe da vorne jetzt noch eine Tasche für Handy, Riegel und so. Wenn ihr sowas nicht habt, einfach wieder verwendbaren Kabelbinder nehmen. Sollte noch Schlauch übrig sein von der Länge, einfach einmal um den Lenker legen. Hält tatsächlich erstaunlich gut. Jetzt könnt ihr, wenn ihr entspannt fahrt, einfach den Schlauch aufwickeln. Oder wenn es mal schneller gehen muss, auch mal direkt am Lenker. Ist natürlich extra Aero. Wenn ihr jetzt eine längere Bikepacking-Tour macht, das erste, was ich mache, würde einen Wasserfilter mitnehmen. Damit kommt ihr in den meisten Fällen schon mal sehr weit. Wenn ihr aber trotzdem das Trinksystem dabei haben wollt und trotzdem die Rahmentasche frei, könnt ihr es auch einfach hinten in die Satteltasche machen. Schlauch ist dann ein bisschen kürzer, aber sollte in den meisten Fällen immer noch ausreichend sein. Wenn ihr noch Sachen für euer Trinksystem braucht, in der Beschreibung sind alle Links zu den Sachen, die ich benutze. Wenn ihr heute was mitnehmen könnt, gerne ein Abo da lassen, dass ihr zukünftige Radtouren nicht mehr verpasst. Und in der Zwischenzeit schaut euch eine Radtour an, die ich schon gemacht habe.